Hi Leute, willkommen zu Dragon mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau und ab und zu schon mal eine andere Sachen, je nachdem ich Lust drauf habe. Heute bauen wir mal wieder eine Waffe. Und zwar hatte ich ja schon in dies und das Video gesagt, dass wir eine Axt bauen werden. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wie der ein oder andere schon vermutet hat, dass ich beide Versionen bauen werde. Einfach nur, weil ich kann. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, damit das hier im Keller so halbwegs passt, habe ich mal zwei 1,20 Meter Kernstäbe genommen in 10 x 12 mm. Dann habe ich schon mal ein bisschen was vorgeschnibbelt. Und zwar schon mal für das Achsblatt. Das ist dann einmal für die Mitte 10 mm und die zwei Außenseiten 2 6 mm Matten. Dasselbe habe ich dann hier für die andere Version auch gemacht. 10er Matte in der Mitte, 2 6er außen. Ja, aber auch hier schon ein bisschen eine Mittellinie gemacht. Die zwei Kernstäbe tun wir erstmal auf Seite. Dann habe ich auch schon für den Spitzenschutz oben und zur Stabilisierung schon ein bisschen was aus Leder ausgeschnibbelt. Das machen wir dann gleich. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo so ein kleines Stück Kernstab liegen habe. Und natürlich, ich bin total begeistert, habe ich keinen Kugelschreiber hier. Wo ist der denn? Ist der mir wirklich runtergefallen heute? Ich habe da sonst hier mal einen Kugelschreiber liegen. Da liegt er. Ich habe ihn. Ihr möchtet ja nicht wissen, wie das immer hier hinter den Kulissen aussieht. Das lasse ich mal lieber sein. Das sieht ja mal aus, als wenn irgendwie so ein bisschen eine Bombe eingeschlagen ist. So, dann gehe ich jetzt mal hin. Nimm den Kernstab. Ich hoffe, dass ich das so halbwegs mittig hinkriege. Ich mache das dann ungefähr bis hier. Mal schauen, hoffentlich schon mal zu. So sieht gut aus, ist nicht hundertprozentig mittig, aber passt schon. Machen wir hier auch noch. Kann natürlich auch hingehen und macht dann hier zwei Linien. Wenn man dann so eine Mittellinie, dann kann man gucken, dass das auf beiden Seiten so ist und dann kann man das hier auch so anlehnen. Bei denen mache ich relativ weit bis oben hin. Ich mache dann später da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was oben drüber, dass dann halt mit dem Schädel und so nichts passieren kann. Na, irgendwie ist das wieder ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe das irgendwie schon wieder ein bisschen zur Seite hin. Ich habe heute leicht eine knickende Optik, Leute. So irgendwie. Naja, mal gucken. Kriegen wir auch noch hin. So. Das ist jetzt natürlich ziemlich weit bis oben hin. Aber wie gesagt, kommt dann später noch oben noch ein bisschen was drüber, noch die Schädel und noch ein bisschen Leder oder Fliegengitter. Dann passiert da auch nichts. Bei dem haben wir oben noch die Spitze. Da kommt auch noch ein bisschen Verstärkung rein. Aber erstmal kommt das Leder. So. Ja, hier oben kommt ja dann noch so der Schädel dann noch drüber. Da kann da auch nichts passieren. Hier kommt ja so ein bisschen, dass der oben ein gutes Stück drüber steht. Und dann klappt das schon. So. Jetzt könnt ihr euch dann aussuchen, mit was ihr den Kernstab einklebt. Ich mache es mal wieder mit Heißkleber. Kann man natürlich auch mit Pattex machen, den habe ich auch hier stehen. Aber wie gesagt, das klappt beides sehr gut. Also ich habe da bis jetzt noch keine großen Unterschiede gemerkt. Also ich mache es lieber mit Heißkleber. Aber wie gesagt, kann man natürlich auch mit Pattex. Nur ihr müsst dann halt gucken, dass ihr beide Seiten damit macht. So, die Teile habe ich schon mal ein bisschen aus Leder zusammengeschnibbelt. Keine Sorge. Ich hätte das natürlich auch noch ein gutes Stück weiter machen können. Aber da kommt dann nachher noch mal hier so in dem Bereich kommt noch mal was Fliegengitter drauf.
Theoretisch hätte ich auch die Spitze bis in die Spitze noch reinmachen können. Aber normalerweise passiert da groß nichts. Ja, jetzt haben wir einmal die Seite. Die Seite machen wir auch noch. Oder ihr macht halt, ihr könnt natürlich auch das ganze Achsblatt quasi mit Leder machen. Ne? Je nachdem, das hängt dann von ab. Sinnvoll ist immer hier so, hier in den Bereichen, da dann gegen Abreißen gesichert ist. Ich sage ja, wie Größfläche das macht, ist natürlich auch Leder, ist nicht billig. Das ist auch schon relativ groß. Normalerweise mache ich dann hier nur so einen Streifen. Ich habe jetzt ein bisschen größer und den Rest mache ich dann noch mit Fliegengitter. So ungefähr so, ich sage jetzt mal so bis hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Also hier so, wo dann die Schneide kommt. Auf der anderen Seite dann auch. Weil das Fliegengitter, das stabilisiert zwar ziemlich gut, aber man muss immer dazu sagen, wenn ihr mal durch Fliegengitter, wenn er das geklebt hat, durchschneidet, die Klingen, die sind sofort stumpf. Das ist unglaublich, wie schnell sowas stumpf werden kann. So, dann haben wir die Teile schon mal. Jetzt muss ich mal gucken, ich brauche hier irgendein Stück Papp oder irgend sowas. Ja, ich glaube, das ist meine Schäummatte. Davon mal abgesehen, Schäume müssen wir auch noch ein bisschen. Ich habe nämlich nur 2 Schädel und ich brauche ja 4, weil ich ja beide Versionen machen will. Gucken, haben wir hier noch einen alten Pinsel. Ja, den können wir noch nehmen. Da wird noch ein bisschen gespachtelt mit und dann klappt das auch. So, stellen wir um auf Seite und dann lassen wir das jetzt erstmal mal trocknen, bevor wir dann daran weiterarbeiten können. In der Zwischenzeit werden wir noch hier von den Schädeln noch mal 2 machen. Das Ganze habe ich jetzt erstmal gut trocknen lassen. Und zwar machen wir jetzt mal weiter. Wie ihr seht, die 4 Schädel habe ich auch gerade fertig. Die kommen dann ja da drauf. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher aussieht. Die tun wir erstmal auf Seite, die brauchen wir ja erstmal noch nicht. Lass mal hier überwerfen. So, und dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren. Ich glaube, wir fangen wir mit dem Teil als erstes an. Dafür habe ich noch ein Stück Kunststofffliegengitter. Da kann man sich dann überlegen, wie man das am liebsten macht. Das ist dann, mal gucken, wie man das hier am besten wieder passt. Ich würde sagen so. Steht zwar dann ein bisschen über, aber ist nicht so schlimm. So, dann gehe ich erstmal hin. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal zur Stabilisierung zusätzlich. Ich mache jetzt erstmal hier so in der Mitte ein bisschen, so einen kleinen Streifen, damit das nachher nicht so verrutscht. Wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht machen. Könnt natürlich, so, könnt das natürlich auch großflächig mit Leder machen. Weil das liegt dann an euch. Ich sage jetzt mal so, die günstigste Alternative ist halt hier dieses Kunststofffliegengitter. Das ist eigentlich relativ reißfest. Obwohl ihr auch schon Leute hat, die das auch schon kaputt gekriegt haben. Aber naja, gut, das kommt immer drauf an, wie die Leute mit sowas halt umgehen. So. Schneide ich ein bisschen großzügiger hier an den Rändern weg. Das mache ich jetzt quasi nur, damit das Achsblatt besser in Form dann nachher ist. Also machen müsst ihr sowas nicht unbedingt, aber es stabilisiert das Ganze nochmal zusätzlich. Und immer dran denken, dass ihr genug Platz zum Rand lasst. Ne? Bei den Sachen, das ist immer so, wie gesagt, das wird unheimlich schnell stumpf. Dann mit dem Cuttermesser dann nachher. So. Wie gesagt, nimmt immer so ein bisschen vom Rand weg, weil ihr müsst immer noch so ein bisschen was beischneiden.
Da kommt nachher nochmal was zur Stabilisierung rein, aber das mache ich erst, wenn ich den Stiel habe. Also quasi nochmal ein zusätzlicher Abreißschutz. So, jetzt haben wir das Ganze hier großflächig drauf geklebt. Hier und da gehe ich nochmal so ein bisschen mal drüber, wo noch nicht so ganz so. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so wild, wenn das nicht komplett dicht ist. Weil ja dann der Pattex und noch die 6er Matte, können natürlich auch eine 10er, wenn ihr dicker haben wollt. Prinzipiell könnt ihr auch bis in die Spitze reinmachen. Ich sag jetzt mal, das ging hier so noch. Könnt man auch noch machen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Stück von dem, was ich hier abgeschnibbelt habe. Natürlich hätte ich das auch in Leder bis in die Spitze machen können. Das wäre natürlich auch noch, aber das war so mal wieder so ein kleiner Denkfehler von mir. Ihr kennt das ja so ab und zu, habe ich ja sowas auch schon mal. Bin noch nicht so sicher, ob das jetzt altersbedingt ist. So. Das ist ein bisschen großzügig, was ich jetzt hier mache, aber ja. Eins, wo halt aufpassen müsst jetzt, oder da hier noch Abstand lasst zu den Rändern, damit ihr das dann nachher noch ein bisschen beischneiden oder schleifen könnt. Das ist halt wichtig, dass ihr das macht. So. So, wie gesagt, das, was wir jetzt hier bei den zwei gemacht haben, das machen wir jetzt auf beiden Seiten. Fliegengitter haben wir jetzt auf beiden Seiten drauf. Jetzt fangen wir an, die Außenseiten zu kleben. Dafür nehmen wir den guten alten Pattex Classic. Ja. Wie gesagt, gibt es auch andere Sachen, die ihr benutzen könnt, aber das ist halt altbewährt. Denkt von Leute mal was drunter legen, damit da nichts groß versaut. Alte Zeitung, Pappe, so wie ich jetzt hier, oder halt eine Zeitung oder irgendwas anderes, was ihr voll sauen könnt. Also ich klecker grundsätzlich immer einiges. So, das fühlt sich schon mal gut an. Ja, könnte noch ein paar Momente, aber ist okay. Machen wir drauf. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe hier wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich zwei längere Streifen aus 10er Matte gemacht, 4 aus 6er. Ihr könnt natürlich auch 10er nehmen oder ihr macht was breiter und wickelt das dann. Das liegt dann an euch. Ich habe mich jetzt für eine einfache Version, ich mache das jetzt alles aus den Streifen hier, für den Holzstiel quasi. Legen wir mal hier auf Seite. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Ups. Fangen wir mit der ersten an. Jetzt muss ich noch gucken, ob das hier alles so passt, von der Länge her. Ja, wie ich mir dachte, das ist ein klein wenig zu kurz geraten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Natürlich könnt ihr auch hingehen und macht einfach nur die Dicke hier und schneidet das aus und braucht dann nachher nur noch dran kleben. Ich mache das aber immer, weil ich hier in der Mitte von dem Kernstab die Dinger noch haben will, weil man die halt für alles Mögliche noch gebrauchen kann.
Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. So, mal gucken, ob ich hier noch so Lederreste habe, die ich brauchen kann. Oh ja, hier liegen noch ein paar Sachen. Wollen wir schon mal für den Spitzenschutz was machen. Ja, ungefähr. Gucken, ob das ungefähr gleich ist. Ja, ganz aber fast. So. Scheinbar. Das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Und dasselbe mache ich jetzt bei der anderen Axt auch, aber das zeige ich nicht. Das ist im Endeffekt dasselbe, was ich jetzt hier mache. Ist bei beiden jetzt alles soweit geklebt. Dann fangen wir jetzt mal an und werden den Stiel kleben. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch hingehen und Zehnermatte oben drauf. Das hängt davon ab, wie dick ihr das haben wollt. Bei den Äxten hier, da will ich schon noch ein bisschen, da kommen noch ein paar Aufbauten und so drauf. Wenn ich jetzt die Zehnermatte dafür schon direkt nehmen würde, wird das wahrscheinlich ein bisschen sehr, ich nenne es jetzt mal klobig wirken. Deshalb habe ich davon jetzt erstmal abgesehen. Und dann gucken wir mal nachher, wie das dann aussieht. So, dann gucken wir mal. Das Ganze habe ich jetzt mal antrocknen lassen. Ich hoffe lang genug. Ja, das fühlt sich gut an. Ja, und dasselbe. Dasselbe machen wir jetzt quasi auf der Seite auch noch und bei der anderen Axt auch. Dann sehen wir uns wieder, wenn dann die Stiele soweit verklebt sind, würde ich sagen. Der Rohbau ist jetzt fertig, also das Grundgerüst, worauf ich die zwei Äxte dann aufbauen werde. Stiel und alles ist jetzt komplett verklebt. Ne? Und dann hatte ich noch dran gesetzt. Wie ihr seht, das muss jetzt dann, ich lasse das jetzt erstmal gut durchtrocknen, nochmal einen Tag. Und dann fange ich an, alles beizuschneiden und schon mal zu schleifen, dass das alles dann gerade wird hier überall rundherum. Das machen wir dann im nächsten Teil. Dann würde ich sagen, wir machen mit dem ersten Teil mal Schluss. Wie gesagt, so sehen die Dinger jetzt aus. Ne? Ist jetzt wirklich nur der Grundbau. Bevor wir das dann alles dann, wie ich schon sagte, anfangen, dann alles auf eine Ebene zu bringen. Alles, was übersteht, dann abschneiden. Und dann noch mit dem Schleifblock und alles dann glätten. Und dann fangen wir dann an. Bin mal gespannt. Das wird bestimmt interessant. Ein bisschen, wie das aussieht. Ja. Hier kommen die Dinger ja dann dran. Mal jetzt gucken. Ich muss mir noch überlegen, wie ich die am besten dran klebe, dass das nachher auch gut aussieht. Da muss ich noch ein bisschen mir überlegen, wie ich das am besten dran mache. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Hier oben mache ich mir gar keinen Kopf. Gut, ich muss das dann nachher in der unteren Grund, muss ich denke mal, hier das Teil schneide ich dann weg. Aber da mache ich mir dann noch so ein bisschen Kopf drum für das nächste Teil, wenn das dann kommt. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem ersten Teil erstmal. Ich hoffe mal, das Ganze interessiert euch und dass es dann wieder auf beide Äxte hinausläuft. Der eine oder andere, du wusstet ja wahrscheinlich schon. So Äxte kann man immer brauchen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent und ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns.